Hallo Leute! Ich habe gemerkt, ich komme nicht wirklich viel zum Video machen momentan. Meine Nächte sind richtig grottig. Und damit ich vielleicht doch ab und zu dem Video komme, mache ich jetzt ein Video beim Wäschemachen. Und erzähle euch was beim Wäschemachen. Heute dachte ich, erzähle ich was über ein heikles Thema. Nee, eigentlich ist es gar nicht heikel, aber es wird ja gerne so hochgepusht. Wie ist es, mit ungeimpften Kindern zu leben? Eigentlich, laut offizieller Meinung, müssten meine Kinder ja schon längst tot sein. Ne? Meine Kinder, ich habe 8 Kinder. Die älteste ist jetzt 13 geworden und die haben noch nie eine Impfung bekommen. Kein Tetanus, kein Keuchhusten, kein nix. Und sie leben trotzdem alle noch. Erstaunlich, erstaunlich. Am Anfang, als ich zum Nicht-Impfen gekommen bin, nach einiger Recherche und viel Lesen, und da habe ich auch gedacht, aber als die Jahre so verstrichen sind und ich gesehen habe, meine Kinder sind ja sehr gesund und sie kriegen trotzdem die ganzen Krankheiten nicht, da bin ich dann doch ein bisschen mutiger geworden und dachte mir, das ist ja alles Beschiss. Aber ich hatte auch schon vorher gelesen. Und deswegen hat es mich jetzt auch nicht so überrascht. Wird ja dann immer mit dem Herdenschutz argumentiert. Ja, meine Kinder sind Nutznießer der anderen, die alle geimpft sind. Genau. Was vielleicht auf manche Krankheiten zutreffen könnte, wie Masern zum Beispiel. Aber wenn man bedenkt, dass selbst 2 Impfungen immer noch eine Versagerrate von 5% haben, primärer Impfversager, und 95% aber immun sein müssen, um einen Herdenschutz zu generieren. Diese Herdenschutztheorie kommt von der natürlichen Erkrankung, nicht von den Impfungen eigentlich. Und es dann aber sekundäre Impfversager gibt, dann sinkt die Rate schon automatisch unter 95%. Also eigentlich funktioniert das mit dem Herdenschutz dann nicht. Und die Schutzrate aller anderen Impfungen liegt ja auch nicht bei 95%, also die Schutzrate selber, dass die geimpft sind, dann tatsächlich auch keine Masern kriegen, wenn die Masern unterwegs sind. Ne? Also das wird so immer so angeführt, aber in Wirklichkeit ist das alles nicht so. Also es ist auf die natürliche Krankheit und die 100%ige Immunität, die durch die natürliche Erkrankung kommt, da funktioniert das. Aber die Impfung ist halt nicht so gut wie die natürliche Erkrankung zu verhindern, dass man erkrankt. Naja, wie auch immer. Jedenfalls hatten unsere Kinder bis auf die Windpocken noch keine der beimpften Krankheiten. Die Windpocken hatten unsere ersten 4. Ja, komm aufs Klo. Unsere mittlere steht gerade auf. Und das hat unsere Große aus der Schule mitgebracht. Unsere Große ist ja 3 Monate in die Schule gegangen und da hat sie uns die Windpocken mitgebracht. Die anderen hatten die Windpocken noch nicht, die danach geboren sind. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn sie die vielleicht irgendwann kriegen würden. Aber selbst da mache ich mir nicht mehr so einen Kopf drum. Was ich auch festgestellt habe, man kann mit Nicht-Impfen auch nicht alles verhindern. Ne? Also zum Beispiel gibt es ja die Debatte, dass Autismus zur Impfung führt. Nein, Impfung zu Autismus führen. Also ich kann mir vorstellen, dass da was dran ist, weil es so viele Eltern gibt, die davon berichten, auch wenn es jetzt Studien gibt, die das widerlegen, aber die Studien sind ja wieder von der Pharma finanziert, also bin ich da skeptisch. Aber auf jeden Fall gibt es, was Autismus betrifft, andere Einflussfaktoren. Und diese Autismus-Geschichte, also meine beiden großen Kinder, die haben so ein bisschen so eine Tendenz in die Richtung und die sind auch ungeimpft. Aber das hat viel mehr mit der Darmflora und mit der Ernährung zu tun, was ich dann auch irgendwann rausgefunden habe und mich darum gekümmert habe, sodass meine weiteren Kinder da keine Tendenzen in die Richtung haben. Jedenfalls. Naja, bei 1 oder 2 vielleicht so ein ganz kleines bisschen noch, aber nichts, was jetzt den Alltag belastet. Und das Nicht-Impfen verhindert auch nicht, dass die Kinder umgezogen sind. Also meine Kinder sind ganz normal. Aber sie sind nicht krankheitsanfällig, wie man das sonst von anderen liest und hört. Also diese 10 Infekte im Jahr, das schaffen wir nicht. Vielleicht 2 oder 3.
Also, und die waren auch noch nie so krank, dass sie Antibiotika gebraucht hätten. Also ich habe noch nie Antibiotika hier vergeben und ich habe auch nicht vor, das zu tun, weil das schädlich für die Darmflora ist und die muss man schützen wie sein Augapfel, wenn man gesund bleiben will fürs Leben. Und aber dadurch, dass meine Kinder auch nicht anfällig sind und das alles ziemlich schnell immer, also ich lasse die auch fiebern, ich gebe keine Fiebersenker, egal wie hoch. Hat sich auch noch keiner zu Tode gekocht dabei. Ja, also ich mess auch kein Fieber, sondern ich fühle immer, wie heiß ist das Kind. Dann weiß ich ungefähr, Allgemeinzustand ist wichtiger. Ich beobachte den Allgemeinzustand, dass genug getrunken wird. Und dann sind die eigentlich ziemlich schnell wieder gesund. Also ich bin eigentlich ganz froh, wenn das Fieber richtig hoch geht, weil am nächsten Tag ist es dann gegessen. Meistens steigt das Fieber zum Abend, zur Nacht, dann ist es richtig heiß und am nächsten Morgen ist das Fieber runter und dem Kind geht es schon wieder ganz gut. Das ist so das Übliche. Also wenn ein Kind so rumkränkelt und tagelang kein Fieber macht, dann denke ich eher, na los, jetzt Fieber, jetzt mal und werd gesund. Ja, so mache ich das. Und das klappt gut. Also für mich ist die Ernährung das Wichtige und da habe ich ja auch einige Videos dazu, könnt ihr euch angucken, traditionelle Ernährung. Mit Einschränkungen, wenn die Darmflora nicht so richtig hinhaut. Also bei meinen Großen ist die Darmflora nicht so dolle und dann gibt es Probleme mit Milchprodukten und Getreide. Und da bin ich momentan so am gucken, weil mein Zweiter hat so also Impulskontrollprobleme. Ne? Und das ist mit vielen Geschwistern, wenn man seinen Impuls nicht kontrollieren kann und dann einfach mal losprügelt, wenn es einem nicht in den Kram passt, das ist halt Kacke. Und naja, da bin ich gerade am rumgucken, am probieren, wie viele Milchprodukte verträgt er noch, welche und welche nicht. Und ja, also mit Impfung kann man nicht, also mit Nicht-Impfen kann man nicht alles verhindern. Und wahrscheinlich kann man auch mit Impfen nicht alles verhindern. Ja. Was mit ungeimpften Kindern ein Problem wird momentan, ist, dass man aus der Gesellschaft ausgegrenzt wird. Also das ist staatlich erlaubte Diskriminierung, die gerade so richtig in Mode ist. Die Medien mischen ordentlich mit und hetzen so richtig die Leute auf die bösen Impfgegner, die dafür sorgen, dass die Krankheiten nicht ausgerottet werden können. Obwohl es ja eigentlich, wie ich schon anhand des Herdenschutzes erklärt habe, alles so ein bisschen eine Theorie ist, die nicht funktioniert. Die Länder mit hohen Impfquoten, wo die Masern als ausgerottet gelten, da kommen die Masern auch wieder. Und da, wo Impfpflichten bestehen, da haben sie mehr Masernfälle als in Ländern, wo keine Impfpflichten bestehen zum Teil. Also die öffentliche Meinung wird ziemlich manipuliert und da werden ziemlich viele Lügen erzählt. Auch was die Gefährlichkeit der Masern angeht. Wenn man sich da die Zahlen anguckt, da wird auch gelogen. Wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass eben von dem einen Toten auf 10.000, von dem einen Toten auf 1.000 Fälle, dass es nur die gemeldeten Masernfälle betrifft, dass viel mehr Fälle aber nicht gemeldet wurden. Also die Zahlen, da wird halt gelogen. Ne? Und offensichtlich ist es gerade im öffentlichen Interesse oder wem auch immer das interessiert, dass alle Fette durchgeimpft werden gegen alles am besten. Weil es gibt ja noch nicht mal einen einzelnen Impfstoff gegen Masern, sondern da muss ja mal gleich 3 impfen, ums Masernröteln und am besten noch Windpocken. Ja, und ständig denkt man sich neue Impfungen aus. Da muss man schon skeptisch werden, finde ich jedenfalls. Als ich Kind war, da gab es bloß 4 Impfungen. Da gab es Tetanus, Polio, Keuchhusten und Masern. Und das war's. Und heute, naja, ihr wisst ja, was es alles gibt. Ja, aber die viel Geld haben, die wollen eben noch viel mehr Geld verdienen und die haben die Macht und die können auch die Medien beeinflussen und deswegen denkt selber, informiert euch selber, lasst euch bloß nicht von der Panikmache verrückt machen und leistet Widerstand. Unsere Freiheiten sind wertvoll, die dürfen wir nicht einfach uns wegnehmen lassen, ohne uns zu wehren. Und wir sind jetzt in Frankreich, wir sind ausgeschlossen von Schule, Kindergarten und so weiter, wenn unsere Kinder ungeimpft sind. Damit können wir leben, hier ist ja Homeschooling erlaubt. Und in Deutschland muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt, weil die Frage wäre zu klären, was ist wichtiger, die Impfpflicht oder die Schulpflicht. Und zahlen dann Eltern immer mehr Geld und dürfen ihre Kinder trotzdem in die Schule gehen, obwohl sie ungeimpft sind, oder müssen sie zu Hause bleiben, solange sie ungeimpft sind. Aber dann ist ja die Schulpflicht. Also
Widerstand, Leute. Freiheit ist wichtig. Freiheit ist echt wichtig. Und dieser Versuch, die Sicherheit, das ist alles. Die Sicherheit ist nicht wichtiger als die Freiheit. Persönliche Freiheit ist wichtig, weil der Staat, der macht, je nachdem, wer gerade das Ruder in der Hand hat, macht er das, was seinen Interessen dient oder den Interessen seiner Geldgeber. Und deswegen darf man noch lange nicht seine Freiheiten einfach in den Wind schreiben, weil, die sind Gott gegeben, meiner Meinung nach. Und die hat kein Staatrecht einfach wegzunehmen. Und Europa ist natürlich schon immer groß da drin gewesen, die Menschenrechte zu beschränken. Und Diskriminierung und Ausgrenzung kommen dann auch gleich im Fuß hinterher. Und das sollten wir uns nicht bieten lassen. Ausgrenzung, Diskriminierung geht einfach nicht. Egal, für was sich ein Mensch entscheidet. Und wenn sich ein Mensch dafür entscheidet, dass seine Kinder nicht geimpft sind, dann hat die Gesellschaft noch lange keinen Grund, ihn dafür auszugrenzen. Und wenn alle anderen so schön geimpft sind, wo ist das Problem? Sind ja alle immun, ne? Sind ja alle so geschützt, also wovor haben sie Angst, ne? Sollten doch die Geimpften keine Angst haben vor den Nicht-Geimpften. Und die wenigen, die nicht geimpft werden können, ach ja, da will diese ewigen langen Debatten, das sind doch alles nur Scheinargumente. Also wenn man mal genauer hinguckt. Weil wirkliche Gesundheit kommt nicht durch eine Spritze. Dann bist du vielleicht ein paar Jahre immun und danach bist du trotzdem wieder anfällig, weil dein Impftitel wieder im Keller ist. Dann musst du dich wieder impfen lassen. Aber wie wäre es, wenn man einfach von Natur aus so robust ist, dass man die Krankheit gar nicht erst kriegt? Oder wenn man sie kriegt, dann macht man sie ohne Probleme durch, weil das Immunsystem ist stark. Also sorgen wir doch dafür, dass wir gesunde Kinder heranziehen, die ein starkes Immunsystem haben, die gegen alles, die mit allen Krankheiten gut klarkommen und nicht nur mit den paar, gegen die sie geimpft sind, halt dann so immun sind so, aber dann ständig Mittelohrentzündung und sonst was haben und trotzdem dauernd Antibiotika schlucken. Was hat man denn da gekonnt? Gar nichts. Also robuste Kinder, die alle Krankheiten gut durchmachen oder erst gar nicht kriegen, ist viel wichtiger. Und deswegen sollte man sich darum kümmern und nicht darum, dass alle durchgeimpft sind. Schwachsinn. Wir haben momentan auch überhaupt kein Masernproblem in Deutschland. Also das ist so ein künstlich herbeigezogenes Ding, wo man sich fragt, was die wieder wollen. Und momentan scheint es so, als ob man halt diese Impfquote erreichen will, komme was wolle. Und ob das Gesetz nachher wieder gekippt wird oder nicht, egal. Hauptsache man hat die Quote erreicht. Und dazu macht man ordentlich Druck und Panik. Bleibt cool. Und leistet Widerstand, Leute. Revoluzer. Einfach ein bisschen gesunden Menschenverstand nicht ausschalten. Ne? Und dann am besten gar keine Medien lesen. Ich lese gerade keine Zeitung mehr. Ich brauche das nicht. Auch wieder Coronavirus und wieder wird eine neue Kuh durchs Dorf gejagt und Kuhfänger werden verkauft irgendwann. Angstmache ist ein gutes Mittel zu regieren und die Leute zu manipulieren und zu kontrollieren. Und wenn man da einfach nicht mitmacht, stellt euch vor, es ist Panik und keiner geht hin. Dann geht in die Macht flöten. Ne? Und also bitte keine Panik machen und cool bleiben und macht einfach das, was ihr merkt, was richtig ist. Was euer gesunder Menschenverstand euch sagt. So, die Wäsche ist angerichtet. Dann gehe ich mal in den Keller. Tschüss, bis zum nächsten Mal.